So, meine lieben Freunde der leichten EDV, heute schauen wir uns ein Tool an, das seit Ewigkeiten in Windows integriert ist. Man könnte sagen, seit Windows 95, 97, Windows XP und was man nicht alles hatten, ist dieser Bestandteil von Windows eigentlich vorhanden, allerdings in Vergessenheit geraten. Manche haben das aktiv, ohne dass sie es wissen, manche haben es nicht aktiv. Aber bei denen, wo es aktiv ist, kann das durchaus einmal den Allerwertesten retten. Und wir reden hier über den Systemherstellungswiederpunkt. Systemwiederherstellungspunkt. Okay, gut. Dieser Systemherstellungspunkt ermöglicht uns es, unser System auf einen Stand zurückzusetzen, und zwar kontrolliert, dem das Gerät noch funktioniert hat. Oder bevor ich zum Beispiel eine Software eingespielt habe, die mir überhaupt nicht gefällt und ich natürlich gerne wieder los hätte. Also zu gut Deutsch, ihr könnt diesen Wiederherstellungspunkt benutzen, um Software auszuprobieren, zu testen und dann euer System wieder auf den Stand davor zurücksetzen. Das heißt, ihr bekommt natürlich den ganzen Schmus, der bei Windows da alles mit installiert wird, wieder aus dem System raus, was ja bei Windows immer bekanntlich ein bisschen ein Problem ist. Viele greifen dann eben auch zum CC-Cleaner oder sowas, möchte ich mal hier erwähnen. Verwende ich nicht. Ich sage dort, lasst die Finger davon. Ist nicht ganz ungefährlich, das Teil. Gut, unser Systemwiederherstellungspunkt. Der ist eigentlich recht einfach zu finden. Ich schreibe hier unten ins Suchfeld einfach wieder, das reicht eigentlich schon. Und dann habe ich hier Wiederherstellungslaufwerk, Wiederherstellungspunkt erstellen. So, bei mir sind die generell eingeschaltet. Also ich habe das Future immer am Laufen. Wenn ich ein Windows installiert, schalte ich das ein. Es ist mal eingeschaltet, mal ist es nicht eingeschaltet. Ich kann nicht sagen, aus welchem Algorithmus sich das ergibt, ob das ein- oder ausgeschaltet ist. Ja. Was soll ich sagen? Microsoft Zufallssystem. Alles halb so schlimm. Ich habe jetzt zum Beispiel hier nur die C-Platte geschützt, also mein System. Den lokalen Datenträger D, den habe ich zum Beispiel jetzt ausgeschaltet. Wäre jetzt natürlich ein interessanter Punkt, falls Docker mir mal meine Daten auf D zerlegt, aber mir geht es eigentlich im System in der Regel um das System, dass ich das so schnell wie möglich wieder hochkriege, weil den Zweifelsfall einen Restore von der SQL-Datenbank oder sowas wiederherzustellen, ist relativ zackig nebenbei, wenn man das dann noch braucht. Aber wie gesagt, D wird normalerweise nicht eingefasst. Also von daher reicht eigentlich der Schutz auf C. So, konfigurieren wir das Ganze mal. Wir haben jetzt Laufwerk C ausgewählt. Konfigurieren das mal und ihr seht also schon, ich habe hier so mal 6,5 GB zugewiesen. Computerschutz aktivieren. Das ist eigentlich alles, was man einstellen muss. Wenn man alte Sicherungen hat, die man loswerden möchte, kann man die hier löschen. Also das hier ist nur angesagt. Schutz aktivieren. Und dann könnt ihr hier natürlich den Speicherplatz ein bisschen hochdrehen. 23%, 17%. Unten hier mal so 10%. Ja, also bei mir benutzt jetzt hier momentan 26 GB, davon 6 sind belegt. 6,5, also da muss man schon sagen, okay, man muss ein bisschen was natürlich bereitstellen, dass er das natürlich auch alles verarbeiten kann. Reicht in der Regel dann für 2 oder 3 Schnappschüsse aus. Und damit ist uns eigentlich auch schon geholfen. Wer weiß, mehr braucht man eigentlich nicht. Wer stellt schon ein System von vor 3 Jahren wieder her oder versucht das? Also, okay, gut, man soll niemals nie sagen, aber passt. Wie gesagt, Laufwerk D, ihr könnt ja das genauso konfigurieren, ne? Aktivieren und dann hier noch den Schutz einstellen. Hier noch eine Variante. Und dann könnt ihr mir jetzt einen Systemschnappschuss erstellen. Ich nenne es jetzt mal Demo Video. Das geht auch recht zackig. Und schon ist er fertig. Wurde erfolgreich erstellt. So, und das kann ich jetzt hier auch unter Systemwiederherstellung jetzt mal kurz auswählen und angucken, welche Punkte das ich denn hier zur Verfügung habe. Da habe ich jetzt Demo-Video, das ist den ich angelegt habe. Und dann haben wir hier einen automatischer Wiederherstellungspunkt, der ist vom System erstellt worden. So, jetzt fragst du dich natürlich, wo kommt dieser automatische Wiederherstellungspunkt denn her? Der wird in der Regel bei größeren Windows-Updates angelegt. Ne? Also sprich, ich kann hier auch sehen, 29.03. muss ich ein System-Update gehabt haben, weil es ist vom Typ System und der ist automatisch erstellt worden. Dann würde ich jetzt hier draufklicken und sagen weiter. Ach, da sind die anderen. Seht ihr? Hier unten ist noch ein Haken, den könnt ihr setzen.
weitere Wiederherstellungspunkte anzeigen und da kommen dann noch andere Windows Modus Installer, da hat er auch was automatisch erstellt. Da ist nochmal ein System-Update drin. Also wie gesagt, ein wirklich tolles Tool und wie gesagt, ist einfach nur in Vergessenheit geraten. So, ich mache jetzt hier mal abbrechen. Wenn ihr Windows jetzt startet und in diesen Reparaturmodus geht, in das Bootmenü Reparaturmodus, dann könnt ihr da unter Reparaturoptionen auswählen Wiederherstellungspunkt. Dann könnt ihr, wenn das Windows nicht mehr startet, im Boot-Konfigurationsmenü im Reparaturmodus auf diesen Punkt gehen, System Wiederherstellung, Datenwiederherstellungspunkt verwenden und da dann die Sicherung auswählen, die ihr haben wollt. Dann dauert das Ganze 15, 20 Minuten und euer System ist wieder da. So, was gibt es jetzt noch zu beachten zu den älteren Windows-Versionen? Wenn ich jetzt auf einen vorhergehenden Systemwiederherstellungspunkt zurückgehe, dann habe ich das Problem, dass es nicht mehr über 95 und 97 so ist, dass alle Dateien, die vorher nicht vorhanden waren, auch wieder gelöscht werden, sondern ich stelle meinen Systemwiederherstellungspunkt quasi her. Dann habe ich die Software aus dem System wieder draußen, die ich jetzt zum Beispiel installiert habe, oder das Windows Update, was ich installiert habe. Ja, dann habe ich das aus dem System wieder draußen, muss aber in den Verzeichnisstrukturen unter C-Programme zum Beispiel da noch das entsprechende Verzeichnis rauslöschen, wo die Software drin installiert war. Das Ganze ist auch unter Username dann / der berühmte Pfad Appdata nochmal zu finden. Denen jetzt das nichts sagt, das ist das, warum Manning Windows einfach sein Zeug speichert. Da ist dieser Pfad, der wird normalerweise nicht angezeigt. Also der Benutzername, Appdata und die findet unter Lokal bzw. Romani natürlich entsprechend noch die RAM-Verzeichnisse, die sind noch drin, die muss man dann noch manuell rauslöschen. Das noch zum Thema dazu. Und wie gesagt, bei einer Systemwiederherstellung, weil die Kiste jetzt einfach beim Windows Update abgeschmiert ist, hat man eigentlich sowieso nichts rauszulöschen. Das soll es für dieses Video auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch irgendwie weitergeholfen. Ich hoffe, du findest das Video gut. Dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich natürlich die Videos für euch in meiner privaten Freizeit. Das heißt, wenn du den Kanal finanziell unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun. Spendenlinks findest du unten am Ende der Videobeschreibung. Solltest du dann noch weitergehende Hilfe benötigen, weil du mit dem Gezeigten hier nicht klarkommst oder generell Probleme mit deiner IT hast, mit deinem Computer, mit deinem Notebook, mit deinem Server, mit einem Arbeitsplatz oder mit einer Netzwerkkonfiguration, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Verlinke ich euch auch noch unten in der Videobeschreibung. Das ist ein Remote-Dienstleister, weltweit tätig. Da werdet ihr geholfen für 25 € die Stunde. Ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, ohne Rechnung ist natürlich nicht richtig. Ohne Abo, ohne Mitgliedschaft, ohne sonstige Kosten, ohne Verträge. Einfach Auftrag gegen Rechnung, 25 € pro Stunde und die Sache ist gespitzt. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.